Nach unserem zweiwöchigen Sommerurlaub am Gardasee ist es auch wieder an der Zeit, einen genaueren Blick auf unser Faltcaravan-Setup zu werfen, um dieses entsprechend zu optimieren. Im Vorfeld des großen Familienurlaubs habe ich ja insgesamt 20 Anpassungen vorgenommen, von denen sich am Ende immerhin 17 bereits im Campingalltag bewährt haben. Schauen wir uns diese also kurz im Schnelldurchlauf an, bevor ich dann etwas ausführlicher auf die Elemente eingehe, welche endgültig aus unserem Setup fliegen, durch etwas anderes ersetzt werden oder im Rahmen des Caravansalons in Düsseldorf noch getestet werden sollen. Im Eingangsbereich unseres Falthauses hat sich beispielsweise der eingefasste Markisenteppich mit seinen 4 integrierten Ösen für die Tellerkopfschrauben bewährt. Ich würde mir allerdings wünschen, dass Isabella diesen künftig in allen Größen neben der dunklen Farbvariante Dawn auch in der hellen Flint-Variante anbieten würde, welche wir seit Jahren im Innenbereich nutzen. Im Küchenbereich hat sich unter anderem die zweite faltbare Abwaschschüssel gelohnt, damit primär ich nach dem größeren Kochgelage jeweils das komplette Geschirr mit sämtlichen Töpfen und Pfannen ohne Mühe zum Abwasch ins nächste Sanitärgebäude transportieren kann. Über den Wechsel vom Kadak Dual Powerpack mit Gaskartuschen zurück zur bereits vor etwas über 5 Jahren genutzten Campinggas-Gasflasche mit 1,8 Kilogramm Inhalt lässt sich noch nicht allzu viel sagen, da diese sicherlich mindestens für 2 komplette Campingjahre reichen wird. Dafür ist sich die gesamte Familie einig, dass der Roadbaker Roadtop Glasdeckel für mobile Campingbacköfen wie unseren Omnia einfach ein absolutes Muss ist, da man damit nun jederzeit den aktuellen Stand der Dinge überprüfen kann, ohne dabei die Wärme entweichen zu lassen. Bevor wir ein Fazit zu sämtlichen Anpassungen in unserem Falthaus ziehen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf das Dach. Denn dort stand, oder besser gesagt lag zum allerersten Mal ein Starlink Mini, welches uns am Gardasee trotz Beeinträchtigungen durch die Bäume erstmals fast ununterbrochen brauchbares Internet lieferte, während das Mobilnetz während der Hauptsaison rund um den See noch immer komplett überlastet ist. Dazu folgt aber bald noch ein ausführlicher Testbericht, also unbedingt den Kanal abonnieren, falls du dies nicht schon längst getan hast. Im Esszimmer respektive Vorzelt hat sich der Prototyp der Falthausbodenplane nun auch endlich außerhalb meiner Faltcaravan-Halle bewährt. Bevor es diese jedoch endlich offiziell zu kaufen gibt, werde ich im Rahmen des Caravansalons in Düsseldorf noch einen weiteren Test durchführen, auf den ich gegen Ende dieses Videos nochmals kurz eingehen werde. Sowohl im Esszimmer als auch im Wohnzimmer unseres Faltcaravans standen diesmal die neuen Westfield Modular Campingschränke, bei denen die bereits zu Hause bepackten Taschen auf dem Campingplatz direkt ins aufklappbare Gestell gehängt werden. Meine Frau und ich müssen uns nach 8 Jahren Gewohnheit erst wieder etwas umorientieren, was das Beladen der Taschen anbelangt, damit von Anfang an alles in der richtigen landet und am Ende wirklich gar nichts mehr umgeräumt werden muss. Jedoch haben wir schon jetzt beim Auf- und Abbau einiges an Zeit zurückgewonnen, die wir nun völlig entspannt am Pool oder See genießen können. Zwischen den 2 Modular-Schränkentürmen im Hauptzelt stand erstmals die akkubetriebene Lucille Evo Verschweißertoilette im Einsatz. Wie gewohnt wurde diese primär von unseren Kindern in der Nacht, aber auch bei Gewittern und Sturm von uns allen am Tag genutzt. Ich habe das Ganze dann in der Regel morgens nach dem Aufstehen per Knopfdruck verschweißen lassen und dann die Beutel in unserem Restmüll entsorgt. Nach 2 Wochen mit insgesamt 15 dokumentierten Schweißvorgängen ist der Akku übrigens noch immer zu 75% voll und auch der blaue Liner dürfte erst zur Hälfte aufgebraucht sein. Während meinem 2-wöchigen Aufenthalt in Düsseldorf werde ich dann endlich auch den etwas dickeren weißen Liner im Campingalltag ausprobieren können, welcher erst seit kurzem wieder lieferbar ist. Eine Premiere in unserem Wohnzimmer feierte dieses Jahr auch der neue abnehmbare Deißelkasten unseres Campbell-Zeltanhängers, welcher nun als zusätzlicher abschließbarer Campingschrank im Falthaus weiter genutzt werden kann. Ich überlege mir deshalb auch ernsthaft, ob wir eventuell unseren mobilen Travel Safe entsprechend in Rente schicken wollen. Direkt daneben stand die neue 25 Meter lange CE-Kabelrolle von Steffen, welche in unserem Falle das nicht mehr erhältliche Campbell-Kabelset ablöst und den Auf- wie auch Abbau des Stromkabels erleichtert. Leider habe ich erst nach dem Urlaub herausgefunden, dass man Kabelrollen nicht zwingend komplett abrollen muss, da diese jeweils über 2 verschiedene Wattangaben verfügen. In unserem konkreten Fall sind dies 4000 Watt in abgerolltem und 1000 Watt in aufgerolltem Zustand. Da unser Glamping-Setup auf ziemlich genau 1000 Watt kommt, werde ich mir das komplette Abrollen in Zukunft also sparen können. Vielleicht kannst ja auch du von diesem Wissen profitieren, wobei natürlich vorher immer zuerst auf der Kabelrolle oder falls nicht angegeben im Internet die entsprechenden Herstellerangaben prüfen sollte. Dieses Jahr erstmals nicht am Strom angeschlossen war unsere neue akkubetriebene Intex Quickfill Gebläsepumpe.
Dank ihr musste ich beim Aufbau nicht erst ein provisorisches Stromkabel verlegen, um den Rand der Bodenplane und die aufblasbare Campingmatratze für den Anbau aufblasen zu können. Eine Akkuladung reichte völlig, um beides zusammen und auch noch sämtliche von den Kindern mitgeführten aufblasbaren Badeutensilien aufzublasen. Über die somit ebenfalls bereits erwähnte Intex Campingmatratze und den Campbell Passion Travel Annex lässt sich nicht viel mehr sagen, als dass unsere Tochter ihr neues eigenes Schlafzimmer geliebt hat. Zum Anbau werde ich wohl auch noch ein separates Video erstellen, um meine Erfahrungen damit, insbesondere in Sachen Aufbau und Abspannung, zu teilen. Der einzige Nachteil ist jedoch, dass wir unsere Tochter wohl nie mehr dazu bewegen können, ohne Anbau auszukommen und somit künftig immer einen mindestens 8 Meter breiten Stellplatz benötigen, da auch meine Frau in Sachen Außenküche nicht bereit ist, Kompromisse einzugehen. Der Anbau bedeutet allerdings auch, dass die Fläche des Hauptzeltes inklusive Schlafkammern von 18 auf über 21 Quadratmeter angestiegen ist, welche nun entsprechend von unserer Wärmepumpe gekühlt oder geheizt werden müssen. Zum Glück sind wir nach 2 Jahren mit der EcoFlow Wave 2 auf dessen Nachfolgemodell umgestiegen. Die Wave 3 hat nämlich rund 20% mehr Kühl- und 14% mehr Heizleistung als dessen Vorgänger, wobei die besser isolierten Schläuche die effektive Leistung nochmals etwas steigern dürften. Einen detaillierten Testbericht dazu gibt es dann nach meinem Aufenthalt in Düsseldorf, da ich dort nochmals etwas mehr auf die Heizung angewiesen sein werde als während unserem Sommerurlaub am Gardasee. Bei den letzten beiden nun auch im Campingalltag bewährten Anpassungen handelt es sich um Reinigungsequipment. Zum einen der akkubetriebene Kärcher Handstaubsauger, welcher wie damals im Setup-Video prophezeit am Ende tatsächlich unter anderem für die Chipskrümel der Kinder im Esszimmer zum Einsatz kam, und der ebenfalls akkubetriebene faltbare Kärcher Niederdruckreiniger, welchen wir unter anderem zum Reinigen der Faulstreifen und des Zeltes vor und während dem Abbau genutzt haben. Dieses Jahr hat das Putzen damit übrigens dermaßen Spaß gemacht, dass sogar ich zwischendurch manchmal spontan den Anbau kurz abgespritzt habe, wenn mal wieder ein Vogel vom Baum aus sein Geschäft darauf hinterlassen hat. Aber auch hierzu möchte ich noch in einem eigenständigen Video ins Detail eingehen, beispielsweise was die tatsächliche Leistung und Akkulaufzeit anbelangt. Wie in jedem Jahr gibt es auch diesmal wieder einige Elemente, die nach dem 2-wöchigen Sommerurlaub ersatzlos gestrichen werden. Das erste davon ist sogar eine Neuanschaffung in Form der Brunner Pura Geschirrspülbürste. Diese hat beim Abwasch schlicht keinen Mehrwert gebracht, da zum einen deren Bürste nicht mit der Scrub Mummy mithalten kann und andererseits das Spülmittelreservoir nicht so lange reicht, wie ich mir dies erhofft hatte. Da das Starlink Mini trotz beeinträchtigter Sicht auf die Satelliten dermaßen gut abgeschnitten hat und die Kosten für die Nutzung trotz kürzlicher Preiserhöhung am Ende günstiger kommen, als jeweils in Italien und Deutschland eine SIM-Karte mit unlimitiertem Datenvolumen zu kaufen bzw. aufzuladen, ersetzt Starlink nun den bisher genutzten mobilen 5G-Router von Netgear. Der Kärcher Handstaubsauger hat wiederum dazu geführt, dass niemand mehr die Hauck Flexi Care Garnitur angefasst hat, welche jeweils griffbereit im Esszimmer an einem Haken hängt. Darum wird auch diese nun vorzeitig in Rente geschickt und aus unserem Camping-Setup entfernt. Des Weiteren wurde in Übereinstimmung mit meiner Frau mit dem 5-in-1 Obst- und Gemüseschäler sowie Schneider, der Joseph Triscale Küchenwaage sowie der Isabella Kochschürze nochmals 3 weitere Elemente dauerhaft aus unserem Setup entfernt, da diese schlichtweg nicht oder teilweise sogar zum wiederholten Male nicht zum Einsatz kamen. Neben diesen insgesamt 6 Elementen, welche aus dem Setup fliegen, gibt es aber auch noch 3, welche ersetzt oder gar rückgängig gemacht werden. Denn beim ersten handelt es sich um das Comeback der Campbell Küchenarbeitsplatte, welche schon seit längerem nicht mehr erhältlich ist. Meine Frau hat sich in den letzten 5 Jahren einfach zu sehr daran gewöhnt, so viel Ablagefläche in der Küche zur freien Verfügung zu haben, weshalb mein Experiment ohne Küchenarbeitsplatte zum Scheitern verurteilt war. Daneben konnten wir auch noch nicht das volle Potenzial des neuen Deichselkastens ausschöpfen, welcher kleiner und vor allem schmaler als dessen Vorgänger ist. Unnötig viel Platz raubte darin unter anderem die Wäschespinne mit Dreibeinstativ, welche uns seit unserem allerersten Campingurlaub begleitet. Darum versuche ich diese nun durch den komplett flachen Pegasus 120 Wäscheständer von Lifehide zu ersetzen, um etwas mehr Platz zu schaffen. Auch die abnehmbaren Räder des neu dazugekommenen Isabella Trolley nahmen für meinen Geschmack etwas zu viel Platz ein, obwohl sich der Trolley selbst im Urlaub bewährt hat. Allerdings erfuhr ich nach meiner Rückkehr, dass dieser mittlerweile aus dem Isabella-Sortiment entfernt wurde, weshalb ich mich direkt auf die Suche nach einer noch kompakteren Alternative gemacht habe und am Ende beim viel leichteren und kompakten Brunner Pickup gelandet bin. Schon alleine mit diesen 2 Anpassungen passt nun plötzlich die relativ wuchtige Verschweißertoilette in den Deichselkasten, ohne dabei dessen maximal zulässiges Gewicht zu überschreiten.
Mal sehen, ob ich es bis zum nächsten Sommer schaffe, noch weitere Dinge aus dem Kofferraum unseres Autos in den Deichselkasten zu verfrachten. Falls dir nach all den unterschiedlichen Ausrüstungsgegenständen schon der Schädel brummt und du nicht mehr unterscheiden kannst, was nun eigentlich noch in unserem Setup ist oder eben nicht, kein Problem, denn sämtliche in unserem Faltkavan-Setup verwendeten Elemente mit der exakten Produktbezeichnung findest du wie gewohnt jederzeit unter der einfach zu merkenden URL falt.haus/setup aufgelistet, sogar aufgeteilt auf die entsprechenden Zimmer und mit Angaben zu Gewicht und wo diese genau während dem Transport verstaut werden. Für den zweiwöchigen Aufenthalt in Düsseldorf während des Karmann-Salons plane ich aktuell zudem nochmals einige zusätzliche Ausrüstungsexperimente. Zum einen teste ich auf Wunsch zahlreicher Zuschauer eine Variante der aufblasbaren Falthausbodenplane für das Hauptzelt sowie eine alternative Heizmöglichkeit für den Schlafbereich. Auch in Sachen Beleuchtung und Bettsystem möchte ich Alternativen ausprobieren, aber dazu dann mehr entweder während oder direkt im Anschluss an den Caravansalon in Düsseldorf, wo mich sicherlich auch noch das ein oder andere neue Zubehör erwartet, welches ich noch gar nicht auf dem Schirm habe. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und frohes Campen!